Als 1995 die ARD-Vorabendserie Verbotene Liebe an den Start ging, hatte sie schnell eine riesige Fangemeinde. Millionen schwelgen seither in den glamourösen Geschichten mit all ihren Intrigen und Liebesabenteuern. Eine Daily Soap zu drehen verlangt von allen Beteiligten viel Disziplin, Flexibilität und Schnelligkeit. Seit mittlerweile 11 Jahren spielt Jo Weil die Rolle des Olli Sabel. Wir haben ihn einen Drehtag lang in Köln am Set begleitet. Die Woche beginnt früh für Jo Weil. Um 7 Uhr morgens trifft er schon seinen Serienpartner Tore Schölermann. Noch 5 Minuten, bis er umgezogen in der Maske sitzen muss. Ein klassischer Frühstart. Ich bin heute Morgen um 5:30 aufgestanden und habe schon Text für morgen gelernt, den für heute noch mal durchgearbeitet. Und ja, das ist so normal morgens. Ein langer Tag liegt vor ihm. Er spielt heute in insgesamt 7 Szenen mit. Gut, dass sich Jo wenigstens übers Aussehen keine Sorgen machen muss. Und über sein erstes Outfit übrigens auch nicht. Die Garderobenfrauen hängen unsere Outfits so hin, wie wir es anziehen müssen. Und ohne jedes Nachdenken wird es einfach angezogen. Und das ist ja manchmal ganz interessant. Also sowas zum Beispiel würde ich privat nie anziehen. Und ja, ist ganz lustig. Man erlebt viele modische Highlights, besonders mit meiner Rolle. Seine Rolle, das ist Olli Sabel. Ein bisschen schrill, bisexuell und verliebt in seinen Serienpartner Christian. Und dann geht es auch schon los. Regisseur Lutz von Sicherer hat nicht viel Zeit, um die Schauspieler in die Szene einzuweisen. In 20 Minuten steht schon die nächste Szene auf dem Programm. Den Text haben die Schauspieler zwar vorher gelernt, aber jetzt geht es um die genauen Regieanweisungen. Meanwhile, Auftritt. Ihr kriegt ein Zeichen. Ich hoffe, Andi kriegt den Wackelkontakt irgendwie in den Griff. Ich werde heute Abend auf jeden Fall eine Taschenlampe parat legen. Und dann bin ich schon aufgeschreckt. Genau, da bist du aufgewacht und du kämst rein. Völlig mit ihr befasst, genau. Und du siehst dann gleich, wie sie hochschreckt. Oder sie ist schon hochgeschreckt, wenn wir reinkommen, ne? Nee, Sie schreckt hoch, wenn ihr reinkommt. Genau, wenn wir reinkommen. Ja. Okay. Das Ich heißt, nehme sie überhaupt nicht wahr. Erst wenn er sie anspricht. Max? Das ist, glaube ich, einfach der Beruf des Schauspielers, dass man auf Knopfdruck sagen kann, jetzt bin ich in der Rolle. Und gerade bei einer Rolle wie Olli, die ich jetzt mit Pause seit 11, 12 Jahren spiele, das ist so vertraut und ich weiß so genau, was Olli macht und wie er reagieren würde, dass ich da wirklich auf Knopfdruck einfach in die Rolle schlüpfen kann. 45 Minuten Sendung werden pro Tag produziert. Das ist selbst für Serien unglaublich viel. Pro Szene gibt es nur eine kurze Schauspielprobe, eine technische Probe und dann wird auch schon gedreht. Jo weiß, er muss flexibel sein. Ich finde es eigentlich spannend, wenn Sachen spontan geändert werden, weil es das frischer hält. Wir machen ja jeden Tag hier die gleichen Abläufe und alles, was anders ist, macht es aufregend. Deswegen, ich mag das und nee, schwer finde ich es nicht mehr. Und während der Regisseur schon die nächste Szene vorbereitet, zeigt Jo uns mal schnell das Schloss von Verbotene Liebe. So, und hier sind wir jetzt im Prachtset von unserer Serie, dem Schloss. Und das ist das ganz Besondere, weil man hier wirklich viele Räume am Stück bespielen kann, also richtige Fahrten durchmachen, was natürlich die Illusion und die Größe unseres Schlosses noch viel beeindruckender macht. Und das ist, glaube ich, auch eines der coolsten Sets, die es im deutschen Fernsehen einfach gibt. Das ist die berühmte Treppe. Das Spannende ist auch, hier ist ja alles aus Holz gebaut. Und diese Treppe zum Beispiel, du hörst, wenn ich hier drauf trete, dann klingt die trotzdem nach Stein. Und das ist ein Trick, die wurde komplett mit Sand aufgefüllt. Dadurch wirkt das jetzt alles echt. Bis tatsächlich alles echt wirkt, ist viel zu tun. Gleiches Set, anderes Kostüm und eine andere Folge. Auch Schauspieler haben Spickzettel. Solange man sie im Fernsehen nicht sieht, ist dagegen ja nichts einzuwenden. Regisseur Lutz von Sicherer ist froh, wenn die Schauspieler gute Laune mitbringen und wenn Teams so eingespielt sind wie Jo Weil und sein Serienpartner Tore Schölermann. Seit 3 Jahren spielen die beiden ein schwules Paar. Das macht komischerweise immer noch Spaß. Also wir verstehen uns privat auch ganz gut und Jo, also arbeitstechnisch ist das super, weil Jo ist professionell und wir reden über den Job und wollen auch immer noch was Cooles machen. Und deshalb, ja, auch nach der langen Zeit ist unsere Beziehung noch intakt. Mittags hat Jo eine kleine Verschnaufspause in der Maske. Ich merke schon, dass ich gerade so ein bisschen müde bin. Das Mittagessen ist immer eine ganz gefährliche Pause und ich hatte jetzt auch nur ein paar Minuten, um schnell was zu essen, weil ich gleich noch einen Außendreh muss. Und danach ist immer so 5 Minuten, wo ich dann froh bin, wenn ich in der Maske ganz kurz mal abschalten kann. Neuer Dreh, neues Outfit und mit Chauffeur geht's zum nächsten Drehort in einen Club in der Kölner Innenstadt.
Während die Komparsen eintrudeln, geht Jo wieder mal den Text durch. In der nächsten Szene wird Olli seinen Ferienflirt wieder treffen. Daran, dass er in der Serie Männer liebt, hat Jo sich längst gewöhnt. Olli ist als heterosexuell in die Serie gekommen, relativ schnell bisexuell geworden. Ja, und das fand ich spannend und es macht auch tierisch viel Spaß. Und ja, an den Reaktionen der Fans sieht man ja auch, dass es was ist, was gerne gesehen wird und was gebraucht wird. Und ich bin da sehr stolz drauf. Um 3:30 nachmittags hat er 5 von 7 Szenen im Kasten. Jo ist jetzt seit 10 Stunden auf den Beinen. Und noch ist sein Arbeitstag als Olli Sabel lange nicht zu Ende.